Boah, es ist schon so dunkel wie St. Martin. Denn es ist November, der 10. November und ja, es ist noch nicht mal 5 Uhr so richtig durch und es wird schon langsam dunkel, denn die Winterzeit sei Dank. Wir sind bei Karatec in Landau und das hier ist ein Mercedes-Benz Sprinter 4x4 und er ist unglaublich beliebt. Man hätte es nicht gedacht vor einigen Jahren, dass der Mercedes Sprinter mal so Gas gibt, aber es ist eines der beliebtesten Fahrzeuge und du stehst da total auf Mercedes, Patricia. Ja, und hast du gesehen, wie hoch der ist? Ja, ist das jetzt toll? Ja, das ist mega. Also, guck mal. Warte mal, ich zeig das mal gerade. Das ist die Patricia und er ist hoch, ja, aber darum geht es heute gar nicht. Denn normalerweise stellen wir ja Fahrzeuge vor. Heute stellen wir mal die Innereien von den Fahrzeugen vor, denn Mercedes-Benz braucht auch sogenannte Upgrades. Man glaubt es kaum, man denkt ja, da ist nur das Beste vom Besten verbaut, aber die Basis von dem Fahrzeug ist ja ein Nutzfahrzeug. Also ein Malerauto nenne ich es jetzt mal. Ja, das stimmt. Und wir haben auch heute gelernt, dass nicht unbedingt das Beste vom Besten in Mercedes steckt. Was ja auch oft nicht nötig ist. Das heißt, wenn ich jetzt das Auto als Nutzfahrzeug kaufe, dann, ich sag mal, muss da ja nicht Harman Kardon drin sein und das Beste vom Besten. Aber das werden wir heute mal so ein bisschen lernen. Stell dich mal vor, wer bist du? Ich bin der Daniel Schweizer. Daniel. Genau. Und du? Harald Schäfer. Harald, du bist der Chef von Karatec und ja, ihr schmeißt das Ganze so ein bisschen zusammen, ihr seid 20 Leute, seid aber, ich sag mal, über die Grenzen von Deutschland bekannt, weil ihr seid Erstausrüster für ganz viele Wohnmobilhersteller. Das ist richtig, genau. Also bei Hymer ist relativ viel von uns drin beim Thema Sound und bei Niesmann und Bischof zum Beispiel das Soundsystem ist von uns, bei einigen noch die Lautsprechersysteme. So, es ist schon relativ dunkel heute. Ihr macht bald zu, wann? 17 Uhr, Ja, also jetzt. wenn wir fertig sind. Wenn wir fertig sind. Du hast eben gesagt, es ist schön warm drin. Das heißt, er hat richtig tolle Ausstattung. Das passt, aber man kann hier einiges nachrüsten. Was habt ihr hier nachgerüstet? Wir haben nachgerüstet eine Frontkamera über unser Interface, was am M-Box-System angeschlossen ist. Wir haben Sound nachgerüstet. Wir haben Solar nachgerüstet an dem Fahrzeug. Ihr habt eine Frontkamera eingebaut, die man nicht sieht. Das ist echt der Hammer. Das sieht schon schnieke aus, genau. Ich zeig's mal gerade, also wenn man es nicht weiß, und normalerweise geht das gar nichts, weil das M-Box-System serienmäßig ja nur eine Kamera zulässt. Das heißt, ich müsste einen zweiten Monitor da irgendwo hinflanschen, das muss man jetzt nicht mehr. Das muss man nicht, das will man ja auch nicht, sieht nicht so toll aus und das M-Box liefert ja vom Bild her oder über das Display ein tolles Bild, genau. Und wir haben jetzt ein Interface dafür, dass wir da bis zu 4 Kameras noch zusätzlich dran schließen können. Ja, das können wir uns gleich mal angucken, das liegt nämlich hier auf dem Tisch. Das habt ihr selbst entwickelt? Ja. Das heißt, also es war gar nicht so ganz so einfach, denn die Anforderungen, die haben es verlangt. Ihr könnt jetzt, wie viele Kameras könnt ihr anschließen? 4 Kameras oder 4 Videoquellen kann man daran anschließen, genau. So, es ist hier verbaut und ja, es funktioniert gut. Das funktioniert super, man kann es auch konfigurieren, also es ist nicht das, einfach was gegeben ist, sondern der Kunde kann so einstellen, wie er es gerne hätte. Das heißt, wenn er gerne hätte, dass die Frontkamera bis 10 Stundenkilometer noch anbleibt, dann kann man das zum Beispiel einstellen. Das heißt, ihr lest quasi den Bus mit aus, könnt also feststellen, wie schnell ist das Auto. Das Ding ist hochintelligent, also nicht nur ein Quellenumschalter. Nee, das ist deutlich mehr. Da ist eben diese CAN-Bus-Intelligenz mit drin und ich brauche keine zusätzlichen Schalter, sondern kann das über die Tasten an der Lenkradfernbedienung einstellen. Auch das war nicht so ganz trivial. Das heißt, alles muss ja dann funktionieren. Ich kenne nur im Automobilbereich, wenn man sowas entwickelt, da gibt es Tester, die drücken zum Beispiel 10, 20 verschiedene Knöpfe gleichzeitig, um das System zum Absturz zu bringen. Wie lange habt ihr das ausprobiert? Schon einige Zeit. Und es funktioniert gut? Es funktioniert bisher sehr gut, ja, keine Frage. So, was habt ihr noch reingepackt? Wie gesagt, Sound, ganz großes Thema, da haben wir uns ein bisschen ausgetobt. Das ist also unser Steckenpferd, sage ich jetzt mal. Habt ihr was richtig Teures reingebaut? Das heißt, ihr habt einen eigen entwickelten Subwoofer nur für das Auto fertigen lassen, also keine Standardware? Keine Standardware. Der Subwoofer ist entsprechend berechnet und von der Größe her angepasst. Wir haben da ein vernünftiges Frontsystem eingebaut. Wir haben die Türen gedämmt mit Schafswolle und Alubutüren. Genau, das kann man zwar nicht sehen, man kann aber eins machen, man kann sie mal schließen und dann hört man, die klingt so wie in einem kleinen Plop. Plop. Ja, und nicht Klong. Genau. Mach nochmal zu. Das hört man auch im Klang? Das hört man auch im Klang.
Ja, das ist nämlich das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn man natürlich so einen Sprinter hat, das ist ein Nutzfahrzeug, muss man sagen, ja, und man hat jetzt ein Hightech Multifunktionsfahrzeug und das scheppert dann, wenn man da einfach die Lautsprecher einbauen würde. Ja, das ist leider so. Also die Lautsprecher sitzen auf der Türverkleidung und das ist nicht so ganz optimal. Da muss man sich schon viel Mühe geben, damit das hinterher auch klingt. So, wenn du mal kurz aufmachst nochmal, wie man sieht man nichts. Das heißt, also da ist so auf den ersten Blick ist absolut nichts zu erkennen, oder? Also es sieht original-like aus. Wir haben hier den Mitteltieftöner getauscht in der Tür und wie gesagt alles gedämmt und ausgestopft, sage ich jetzt mal. Was man sieht, und da waren wir der Meinung, das darf man dann ruhig auch mal sehen, ist an der A-Säule der etwas dominante Hochtöner. So, da. Genau. Da ist er, aber der ist mir auch nicht aufgefallen, weil er schwarz ist. Gut, man sieht es zwar, aber die Klangqualität ist gut. Unbedingt. Ja. Was ist das für ein Hochtöner? Von der Firma Steg haben wir hier eingebaut, sehr hochwertig. Und in Kombination mit dem Mitteltieftöner über die entsprechenden Frequenzweichen und den DSP, der da drin sitzt, klingt das dann sehr, sehr ordentlich. So cool. Ich gehe mal rein, dann gucken wir uns das mal an. Ist hier sonst außen, ist sonst nichts gepimpt irgendwie? Nee. Nee, außen ist gar nichts gemacht. Da kommen nochmal irgendwann ein bisschen schickere Räder drauf, wo man von außen auch ein bisschen sehen kann, dass das ein bisschen besonderes Auto ist. Der hat original, glaube ich, 200 Kilometer drauf, oder? Der hat erst 200 Kilometer, ja. Ja, und der steht schon seit einem halben Jahr hier. Das heißt, das ist euer... Ja, ist wichtiger für uns, als jetzt damit rumzufahren, ist natürlich, dass wir unsere Produkte dran testen oder uns, wie hier auch mal ausgetobt haben, am Audiosystem, dass wir einfach mal ein richtig, richtig schickes Audiosystem gemacht haben. Oft ist es so, dass die Erstausrüster euch fragen, was kann man da so machen, und die haben oft die Zeit nicht oder die Muße, das bis ins Detail auszuprobieren, und ganz oft, ihr liefert die Systeme dann schon mal aus für Kunden, die es ganz besonders toll haben möchten, oder? Ja, in der Nachrüstung hier im Service Center natürlich. Bei den Erstausrüstern ist es so, wenn die mehr fragen würden, ich sage das einfach mal so frech, dann könnte man doch bessere Ergebnisse erzielen. Also Dialog hilft da schon, auch für verhältnismäßig wenig Geld tolle Systeme zu ermöglichen. Aber wenn es nicht klappt, ihr könnt nachrüsten? Wir können immer nachrüsten, natürlich. Okay, und zwar in Erstausrüsterqualität, kann man das sagen? Ja, klar. Super. Also. Sehr schön. Ja, wir gehen mal rein. Ja, hier ist er, der Sprinter 4x4 von Hyma. Und das ist der Eingang. Und du gehst am besten mal auf die Fahrerseite rein. Hallo Patricia. Da ist es jetzt dein Lieblings... Also ich muss sagen, du kommst heute gar nicht so viel zu Wort. Da werden wieder viele schimpfen und sagen, warum geht die Patricia nicht aufs Bett oder so. Das war Spaß. Aber du hast es ja am Anfang des Videos gesagt, wir sind ja jetzt nicht hier, um das Fahrzeug zu testen, sondern um zu sehen, was kann Karatec alles machen. Kann Karatec alles machen. Ja, dann setze ich da mal hier hin. Dann können wir das Ganze mal begutachten, denn die meisten Sachen, die Karatec macht, sieht man gar nicht. Und das ist der Trick. Das heißt, also es soll so eingebaut werden, dass an dem Originalzustand ja nichts verändert wird. Das Auto an sich ist ja eigentlich schon toll, oder? Ja, also ist ein wunderschöner Kastenwagen. Kastenwagen. Wir haben Doch, heute ist schon ein Kastenwagen. ja. Ja, aber das sagt man nicht Kastenwagen. Es ist doch ein Hightech Mercedes-Benz mit, ich sag mal, schlecht Wegequalitäten, Allradantrieb. Und da haben wir uns noch mehrere Videos zu gedreht, die jetzt in Kürze auch laufen werden. Die werden wir euch mal zeigen. Aber kommen wir mal zum Wichtigsten, dem Subwoofer. Denn ihr habt hier einen Subwoofer eingebaut, den kann man nur erahnen. Denn so richtig sehen tut man ihn nicht, oder? Ja, sehen tut man den nicht. Der sitzt ja unter dem Beifahrersitz. Und wie ich vorhin schon angesprochen habe, haben wir den vom Gehäuse her entsprechend angepasst, haben ihn vom Volumen berechnet etc. und haben den da fix da unten reingebaut. Was hat denn der für einen Durchmesser ungefähr? Das ist, meine ich, ein 25er Chassis, was da drin sitzt. Und was habt ihr eingebaut für einen Lautsprecher? Für einen Subwoofer? Den Hersteller Ja. von der Firma Steg. Von der Firma Steg auch. Genau. Ist das gut? Steg habe ich noch nie gehört. Italienischer Hersteller, macht qualitativ sehr hochwertige Sachen, ja. Wie wird denn das geschrieben, Steg? STEG. STEG. Gott, ich frage nur mal, nicht, dass einer Steak eingibt. So, mal kurz gucken. Also, Subwoofer ist drunter. Das hier sind die Hochtöner, die auf der rechten Seite drin sind. Dann habt ihr hier vorne die Alarmanlage eingebaut, die, sag mal, auch sehr dezent mit drin ist, mit einer Verfolgung. Das bedeutet, ist das Fahrzeug, wird es gestohlen. Ihr könnt das orten und ihr könnt sogar einen Wachdienst quasi, nenne ich es jetzt mal so, eine Überwachung aktivieren, die sich darum kümmert, das Fahrzeug wieder zurückzuholen. Also nicht wir, sondern die Firma Vodafone macht es, genau. Die Ortung ist mit der Alarmanlage gekoppelt, sodass, wenn die Alarmanlage auslöst, der Besitzer vom Fahrzeug automatisch eine Information auf die App kriegt auf seinem Smartphone und kann dann über die App direkt mit Vodafone Kontakt aufnehmen und den Diebstahl melden. Und in 46 Ländern mittlerweile kümmert sich Vodafone dann mit den dort
ansässigen Behörden, sprich Polizei, um die Wiederbeschaffung vom Fahrzeug. Jetzt mal eine kurze Frage, so Annäherungssensoren, wenn jemand näher kommt, also das preisen ja sehr viele als ganz wichtig. Was hältst du davon? Ja, es ist halt eine rechtliche Grauzone, also eigentlich nicht wirklich legal. Das heißt also, wenn ich näher komme, so ein Radar erfasst mich dann und sagt dann, bitte wegtreten. Das ist so, wieso ist das nicht legal, deiner Meinung nach? Ja, das habe nicht ich entschieden, das ist einfach so. Warum, kann ich nicht beurteilen. Okay, super. Ja, hier vorne sieht man das M-Bux. Das bedeutet, das ist das sehr mäßige Audiosystem. Ist das von der Klangqualität für euch okay? Das serienmäßige? Ja, das M-Bux. Also das M-Bux an sich gibt schon ordentlich was aus, damit sind wir eigentlich ganz zufrieden. Und wenn wir da noch ein DSP hinten dranhängen, so wie hier passiert, dann kann man damit schon sehr gut arbeiten. Ja. So, also wenn du mal so lieb bist, den Motor mal startest, das mal anmachen und dann wird auch ein bisschen wärmer. Und so, die Stufe werden wir jetzt mal einfahren. Das macht die Patricia mal schnell. Einmal den Knopf. Genau. Dann haben wir es drin. Und hier vorne sieht man direkt, ihr habt sogar hier vorne von Audiotech Fischer ein System eingebaut. Hier kann ich noch ein bisschen was praktisch entscheiden später. Genau, wir können über dieses Control Panel verschiedene Setups abrufen, die wir in den DSP einspeichern. Wir können hier den Bass separat ändern. Wir können ganz verschiedene Parameter hier drüber regulieren, wenn wir die entsprechend so einstellen über den DSP. So, dann zeig mal, was gerade läuft. Radio oder was läuft gerade? Im Moment haben wir gerade Radio, glaube ich. Lass uns mal gucken hier. So, Sunshine Live. Alter, verkehrt. Hier rüber. Da sind wir. Genau, Sunshine Live. Oh ja, so, du musst mal schnell wieder ausmachen, sonst kriegen wir direkt wieder Probleme mit dem. Also, was ich merke ist, ich habe einen satten, breiten, geilen Klang. Ja, das war das Ziel von der ganzen Geschichte. Genau, wenn du mal gerade Deutschlandfunk anmachst, mach mal. Denn das Thema Sprache ist ja ein großes Thema, also gute Erkennbarkeit. Der Wagen ist ja ab Werk schon ordentlich gedämmt, muss man sagen. Also man hat hier keine Not, dass man sich anbrüllen muss. Das haben sie gut gemacht bei Mercedes, oder? Das würde ich meinen. Die Grundvoraussetzungen sind hier schon mal nicht ganz so schlecht. Jetzt finde ich ja Deutschlandfunk nicht auf die Schnelle. Da ist es, das Blaue. Guck mal, blau. Nee, rechts. Blau-Orange. So, und wenn du mal aus Orange, glaube ich, das müsste es sein. So, Deutschlandfunk. 3 Milliarden. Okay. Ob sich das in weiter steigenden Gewinnen Wahnsinn. bemerkbar machen würde, darauf. Gehen wir gerade auf das Orange? Das Kultur und das Grüne ist wahrscheinlich der Nova. Es ist wichtig, den Menschen aus erster Hand aus dem Weg gehen, sagt Primatenforscherin Winnie Eckhardt. Aber sie sind nicht so aufdringlich, die Hochtöner, oder? Nein, dürfen sie auch nicht sein. Also es soll ein warmes Klangbild wiedergeben. Davon gibt es jetzt mehr, das ist eine gute Nachricht, wird ein bisschen eng für die Sehr cool. Tiere. Wenn du nochmal kurz leiser machst. Könnten eigentlich ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir ja eine kleine Lautstärke angewählt. Wichtig ist Audiophile, die kommen hier auf ihre Kosten. Das heißt, wenn ich gerne Musik höre, ich kriege hier ein Grinsen nicht mehr, oder? So soll es auch sein. Und das bei jeder Lautstärke, ob das jetzt relativ leise ist, ob das im mittleren Lautstärkebereich ist oder auch wenn ich wirklich mal das Ganze krachen lassen möchte, alle Möglichkeiten. Das ist das Schöne. Man kann noch mehr Lautsprecher verbauen. Habt ihr mehr Lautsprecher hier verbaut oder sind das nur die vorderen, die im Prinzip den Klang hier im Fahrzeug ausmachen? Also im Moment. Das hauptsächliche Klangbild kommt tatsächlich von hier vorne. Wir haben hinten im Schlafbereich noch 2 Lautsprecher mit eingebaut, einfach damit ich hinten auch mal gemütlich Musik hören kann. Und wenn ich mich hier in der Sitzgruppe aufhalte, um einfach eine gewisse Räumlichkeit auch darzustellen. So, aber auch da könnt ihr beraten, wenn einer sagt, ich hätte es gern anders, man kann das so anpassen, wie man es will. Völlig flexibel, frei so, spielbar. Jetzt klemme ich mal auf, da unten das kleine Display, was kann das ganz genau? Na, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ihr könnt hier beispielsweise für den Subwoofer einen entsprechenden Pegel einstellen, wenn ihr mehr oder weniger Bass haben wollt und den Subwoofer direkt ansteuern wollt. Wir könnten hier jetzt noch, haben wir in dem Fall noch nicht getan, für Lautsprecher im hinteren Bereich noch ein eigenständiges Setup zu generieren. Zum Beispiel, wenn ich einen Fernsehton drüber laufen lassen möchte, dass ich hier auch noch ein spezielles Setup für einen Fernseher generiere. Das könnte ich dann mittels diesem Display umschalten, genau. Okay, verstanden. Ja, prima. So, kommen wir mal auf das Thema Kamera, denn da habt ihr richtig viel Hirnschmalz reingemacht, um eine Frontkamera an ein Auto anzupassen. Waren mehrere Programmierer notwendig und ganz viel Technik, das in einem kleinen Kästchen verpackt. Zeig's mir mal. Also der Rückwärtsgang geht ja normal, geht die Kamera an, richtig? Da geht dann die entsprechend originale Mercedes-Rückfahrkamera an. So, mach mal.
einmal Bremse, einmal Rückwärtsgang rein. Siehe da, die Rückfahrkamera ist an. So, sieht ja jetzt ganz harmlos aus. Würde jeder sagen, ja, kenne ich. Kennt man, genau. So ist es ja ab Werk verbaut. Jetzt mache ich den Rückwärtsgang mal wieder raus. Und dann schalten wir hier, jetzt müssen wir mal Lenkrad drehen, weil die zusätzlich eingebauten Kameras kann ich hier über die Lenkrad-Fernbedienung steuern, indem ich einfach die Favoritentaste mal nach unten gedrückt halte. Und dann siehst du hier, dass die Kamera im M-Bux angezeigt wird. Das ist jetzt die Frontkamera. Und jetzt kann ich hier entsprechend umschalten und kann dann zum Beispiel unsere installierte Unterbodenkamera für den Grauwasserauslass noch anwählen. Nee, habt ihr eine eingebaut? Ja, selbstverständlich. Okay, es braucht nie wieder aussteigen. Die Ehefrau musste ihr Funkgerät rausnehmen? Nee. So sieht's aus. Okay. So, das heißt, ihr habt eine zweite Kamera drin? Und dann kann ich hier wieder umschalten entsprechend auf die Frontkamera. Und einfach auch wieder per Knopfdruck raus aus dem Menü. Genau, zeig nochmal. Also du hast jetzt eine spezielle Taste, es geht wahrscheinlich beim CAN-Bus. Das ist die Favoritentaste hier. Ja. Die halte ich einfach länger gedrückt, circa 4 Sekunden. Dann springt das M-Bux um auf das Interface, zeigt mir die erste Kamera an, die da angeschlossen ist. Und jetzt kann ich über die Favoritentaste einfach die Kameraeingänge des Interfaces anwählen und so umschalten. Wenn ich jetzt entsprechend den Rückwärtsgang einlege, habe ich direkt wieder die Rückkamera. Dann schaltet das System entsprechend auf die Rückfahrkamera um. Und wie ist das jetzt realisiert? Ist es das Geheimnis von euch? Was meinst du genau? Wie ihr das jetzt gemacht habt technisch? Wie funktioniert das? Ja, wir schleifen einfach über den CAN-Bus ein entsprechendes Interface auf das M-Bux durch und legen die Kamerabilder quasi auf das M-Bux drauf. Das funktioniert auf jeden Fall. Sensationell. Krass. Ja, also das ist schon, es sieht so einfach aus, aber wer jetzt jemals den Wunsch hatte, also wenn du gerade mal die Frontkamera anmachst, da sieht man nämlich sehr schön ein kleines Detail. Unten ist nämlich das Kennzeichen zu erkennen. Das heißt, ich sehe ganz genau, wie weit ich nach vorne fahren kann. In dem Fall ja, wir können die Kamera natürlich auch einstellen. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Einbauposition drauf an. Aber das wählen wir dann schon so, dass wir entsprechend viel und einen recht breiten Blickwinkel haben. Es gibt dafür einen Bedarf, also dass Leute sagen, ich brauche jetzt eine Unterboden, gibt's, oder? Ja, also gerade Thema Unterbodenkamera ist sehr beliebt momentan. Du hast gerade angesprochen, keiner will dann bei entsprechendem Wetter aussteigen müssen und rangieren müssen etc. Und das vereinfacht das Ganze natürlich schon extrem. Okay, also Mercedes-Benz Sprinter, wenn man hier übrigens aufmacht, das machen wir jetzt nicht, ja, da sieht man auch mal, ihr habt hier Testsysteme mit drin und die Techniker, es gibt keinen Tag, wo die nicht praktisch was Neues einbauen. Ihr seid täglich in der Entwicklung, entwickelt laufend weiter. Was steht im Moment in der Pipeline hier für den Sprinter? Kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Geheimnis. So, aber das ist ein spannendes Fahrzeug für euch. Das heißt nicht nur Fiat Ducato? Nein, also Fiat Ducato ist ja schon seit Jahren das Fahrzeug schlechthin im Wohnmobilbereich. Es war klar, dass der Sprinter da ins Gespräch kam, dass wir uns so einen auf den Hof stellen, weil wir müssen die Geräte testen, wir müssen die Geräte weiterentwickeln, um für so Fahrzeuge einfach auf dem Markt aktuell zu sein. Super. Ja, ich bedanke mich vielmals. Also, Alarmtechnik kann ich hier kriegen. Ich kann natürlich sowieso den Rest kriegen, Solar. Ich kann Lithium kriegen bei euch. Ich kann hauptsächlich Audio. Ihr könnt also wirklich die Systeme so nachrüsten, dass sie geil klingen. Ja. Und zwar nicht nur irgendwie fett und fürchterlich, sondern ganz authentisch, audiophil. So ist es. Audiophil, authentisch für jedermann. Und das geht auch bei dem Sprinter hier. Auch wenn wir jetzt hier von einer Anlage sprechen von, ich würde jetzt mal schätzen, 4.500 Euro. Der Sprinterfahrer, der für einen schmalen Taler einen richtig ordentlichen Sound haben möchte, kann zu uns kommen. Wir haben fertige Systeme für Mercedes Sprinter, ähnlich wie für den Fiat Ducato, für 500 Euro Plug and Play. 500 Euro für einen Sprinter, für den aktuellen Sprinter? Korrekt, ja. Dann habe ich ein Klangerlebnis, was viel besser ist, wie das, was ich hatte. Unbedingt. Ein Subwoofer, ein DSP-Verstärker dazu. Der ist dabei? Der ist dabei. Materialkosten 500 Euro, ein bisschen Einbau dazu und dann klingt die Hütte. Okay. Das muss man live mal, ich sag mal, auch mal erlebt haben, was das ausmacht, wenn allein der Subwoofer drin ist. Ja. Das ist so, ihr habt ja da Serien-Subwoofer jetzt nicht das System, was hier drin ist. Das ist quasi euer Vorführgerät, wo ihr alles mal gezeigt habt, was geht, ja. Mehr oder weniger. Aber für die 500 Euro, das habt ihr schon sehr oft verkauft, das System? Das haben wir schon einige Male verbaut, ja definitiv. Oft, ja. Ist auch, glaube ich, bekannt aus dem Fiat Ducato. Da habt ihr es ganz, ganz oft, da gibt es sogar Plug and Play fast. Man muss es quasi nachrüsten beim Fiat, bei manchen Lautsprechern, die drin sind, oder? Meiner Meinung nach muss ich es immer nachrüsten, weil ich möchte ja bei 120 auf der Autobahn den Nachrichtensprecher verstehen und ich möchte dann auch ordentlich in adäquater Lautstärke Musik genießen können, keine Frage.
Super. Ja, ich bedanke mich vielmals bei dir. Karatec, da hinten ist noch das Logo. Man kann es nur noch erahnen, denn es ist jetzt 5:30 mittlerweile, es wird stockdunkel. Bei euch, wie war das Jahr 2020 im Sommer? War viel los? Es war durchweg viel los in 2020, ja. Also Corona hin oder her, wir hatten immer gut zu tun, Gott sei Dank. Ja. So ist das. Ja, heute viel gelernt. Deine Aufgabe war heute nicht so groß, aber es wird wärmer, oder? Jetzt hier drin. Du merkst die Wärme? Nee, die Tür ist komplett offen. Ja. Zeig's mal gerade. Ja, also in deinem VW-Bus war es wärmer. So, da läuft doch die Standheizung. Ja, vielen Dank euch allen und Daniel, ich bedanke mich vielmals bei dir. Wenn jemand Lust hat, wie ist die Telefonnummer hier? Die 06341 380 9547. Noch einmal? 06341 38 9547. Sehr schön. Das heißt, man kann also am besten hier anrufen, Termin machen, kann sich vorab telefonisch beraten lassen. Viele kommen ja von weiter her. Das heißt, ich muss das Auto nicht zwingend vorführen, sondern man kann auch einen Termin machen. Und ihr habt eine recht hohe Termintreue. Das ist euch sehr wichtig, glaube ich, oder? Unbedingt, ja. Super. Ich bedanke mich vielmals bei dir im Mercedes-Benz Sprinter. Jetzt ist die Stufe raus. Oh, das schaffe ich gerade noch hier runter. Zusammen mit Patricia. Heute am 10. November 2020 und jetzt ist es schon richtig dunkel geworden. Ja, ich sehe dich gar nicht mehr. Siehst mich gar nicht mehr. In Landau und jetzt sind wir auch fertig für den heutigen Drehtag. Ich bedanke mich vielmals bei dir. Demnächst vielleicht wieder mehr von Patricia. Bis dann. Tschüss. Tschüss.